Hi, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um was ganz Besonderes und es ist anders als sonst immer, weil das Arri-Set war heute in der Post. Das ist heute eine andere Kamera. Ich habe mir jetzt nicht mega viel Mühe gegeben. Verzeiht mir, wenn der Ton scheiße ist. Ich hoffe, der Ton geht. Das Set kam endlich an. Das hat ein bisschen länger gedauert. Es kam aber noch was anderes an. Und zwar Limiti. Da bin ich auch sehr happy, dass der jetzt ankam. Der kostet halt einfach so wenig. Ich wollte den schon die ganze Zeit mal testen. Und dann gehen wir heute einfach mal direkt in das Blind Review von dem neuen Classic Sets von Arish Le Doré rein. Ich habe die noch nicht gerochen. Ich kenne auch die Originale nicht. Ich kenne nur den One Piece 2, den hat mir der Frederik mal gezeigt, aber ansonsten bin ich hier komplett unbefangen, was die neuen Sachen angeht. Also das Set ist halt einfach absolut geil von der Qualität her, von der Verarbeitung. Ich bin übertrieben begeistert. Das ist mein erstes volles Arish-Set. Aber ich stelle mich nochmal kurz vor. Hi, ich bin der Richie. Du bist hier bei Riot Sense. Auf meinem Kanal geht es um außergewöhnliche und ungewöhnliche Düfte, hauptsächlich unter anderem um artisanale Schätzchen. Und deswegen gucken wir uns heute mal das neue Set von Arish an. Wenn dich so Content interessiert und du Bock hast auf Sachen, die nicht überall besprochen werden, würde es vielleicht Sinn machen, mir hier ein Abo dazulassen oder mir zu folgen oder wie auch immer. Ich hoffe, das ist alles jetzt hier nicht viel zu dunkel. Ja, wir arbeiten jetzt einfach mal damit, wie das so ist. Und wir gehen einfach direkt rein. Meine Arme sind halbwegs sprayable. Wir gehen hier überall direkt on Skin und wir starten mit dem ersten in der Reihe. Und das ist der Oud Luwak. Hier der Flakon ist einfach super hübsch, aber ich habe da schon Sachen gedreht, die werde ich jetzt hier einfach überblenden. Oud Luwak habe ich auch den ersten gerochen. Ich hasse Kaffee, von daher, ich bin gespannt. Den ersten, der war mir zu kaffeeartig. Ich bin jetzt hier sehr gespannt, was der kann. Ich finde es tatsächlich, also ich finde die Schnitzereien in den Flakons, by the way, super hübsch. Ich finde es schade, dass es keine Plaketten gibt, sondern einfach nur hier dieses Eingravierte. Aber ja, wir starten jetzt einfach mal. 6 Spots. Ja, das sollte gehen, ne? So, Oud Luwak. Okay, man riecht den Kaffee, aber es ist nicht ganz so schlimm. Aber es ist schon sehr Kaffee, aber sehr holzig. Das Oud, also ich finde es nicht sonderlich animalisch. Ich glaube, der geht. Ich glaube, das ist ein Kaffeeduft, wo ich auch noch Schokolade wahrnehme, den ich okay finde. Also, es könnte sein, dass ich den tatsächlich behalte. Crazy, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Das ist der Duft, wo ich am wenigsten Hoffnung und ja, was auch immer für hatte. Eigentlich wollte ich ja auch nur One Piece 3 unbedingt haben. Es ist jetzt dazu gekommen, dass ich mir das komplette Set gekauft habe, weil man gönnt ja sonst nichts oder so. Ne? Ja. Ja, langsam kommt, ich finde, der Kaffee geht so ein bisschen weg. Du riechst das Fermentierte auf jeden Fall krass raus. Ja, ja, aber den kann man tragen, so im Winter. Erstaunlich, erstaunlich gut. Aber wir gehen später nochmal drauf ein. Doch, kann man machen. So, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das machen soll. Da sind halt so viele krasse Teile dabei. Egal, wir machen jetzt einfach der Reihenfolge, wie es im Set war. Inferno Rosso Nummer 2 ist die Nummer 2. Also Flasche hier auch wieder absolut schön. Hier mit diesem weißen Stein. Sieht aus wie Marmor. Ist auch schön. Ah, hier geht die Kappe ein bisschen besser ab. Da habe ich nur Gutes drüber gehört. Ja, ja, man kriegt so ein bisschen kalte Rose. So hart animalisch finde ich den nicht. Hat so ein bisschen was Oldschooliges, Vintage. Ist schön, aber der hat noch eine Cremigkeit mit dabei, die schon fast an was Milchiges erinnert, was ich ein bisschen schwierig finde. Ja, wir warten mal ein paar Minuten ab, was die Haut mit dem so tut. Aber als solches nicht schlecht. Der hat wirklich fast was Milchiges. Da weiß ich noch nicht. Der klang sehr geil, aber ich weiß noch nicht. So, der, für den das hier alles angefangen hat, der One Piece 3. Da habe ich den zweiten gerochen bei Frederik und der war einfach, also gefühlt war der pures Schwarz. Also pure Nacht, crazy. Und jetzt, also Fleck macht er, der brettert nicht so. Also es kann natürlich sein, dass der erst halt mal so ein bisschen reifen muss. Der ist schön. Der ist nicht so, also ich finde den nicht so krass challenging, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also der Zweier, der hatte da schon andere animalischen Grundtöne. Aber so,
Ja, natürlich ist es jetzt nichts für jeden Tag ins Büro oder so, aber ansonsten ist es schon ganz schön geil. Ja, also mir gefällt's auf jeden Fall. Queue de Russie. Ich bin am Überlegen, wo ich was hinsprühe. Ja, okay, komm, ist beschissen. Queue de Russie. Hier, also das ist der absolute Wahnsinn. Wie die Flaschen hier geschnitten sind, das Glas, die Handarbeit, ist schon geil. Hätten sie mal eine Plakette, ohne Mist. Da bin ich auch sehr gespannt. Bin ich auch sehr ambivalent, ob ich das geil finden werde oder nicht. Oh, wow, okay, der ist super stark. Boah, da kommt eine richtig heftige. Also ich würde das jetzt mal als Zibet titulieren. Ich habe mir die Noten nicht angeguckt. So eine leichte Pissigkeit hat er auf jeden Fall, aber der ist, ja, nicht nur eine leichte Pissigkeit, aber also schlecht finde ich den nicht. Ja, crazy. Also hier, also ich finde, also das mit den Steinen und alles ist schon enorm hübsch gemacht. Kann man nicht anders sagen. Es ist einfach sehr hübsch gemacht. Auch hier mit diesen überall magnetischen Deckeln und so. Es ist schon geil. Naja, hier und da löst sich mal ein Faden, aber im Allgemeinen finde ich die Verarbeitungsqualität richtig, richtig geil. So, und jetzt kommen wir schon zum letzten Antiquity. Also diese Schnitzereien im Glas, die feiere ich richtig. Das finde ich richtig, richtig schön. Auch hier geht der wieder relativ gut auf. Der Nöpsel, der hängt nur echt beim Oud Luwak ein bisschen. Wow. Okay, den finde ich richtig geil. Aber der ist super vintage. Oh, den mag ich. Oh, den mag ich richtig gerne. Peach-Eidehüde. Die hätte ich jetzt nicht so, hätte nicht gedacht, dass die mir gefallen. Also bei dem war ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, als ich das Video von Russian Adam gesehen habe, ob der mir gefällt oder nicht. Aber eigentlich, so bis auf die Eidehüde oder der Pfirsich, dachte ich, das ist bestimmt ganz geil. Und gerade im Start, die Peach-Eidehüde, Pfirsich-Eidehüde, doch, ist geil. Bin gespannt, wann die restlichen Noten so zum Vorschein treten. Deswegen das hier jetzt absoluter First Impression. Wir machen hier auch einfach gleich einen Cut und eine Pause rein und warten dann nochmal eine Stunde, bevor ich mich hier wieder vor die Kamera setze und sage, wie ich die Düfte dann mittlerweile finde. Aber jetzt zur Vollständigkeitshalber noch Limiti, obwohl der nichts mit der Classic Collection zu tun hat. Aber ich habe ihn mir jetzt halt mitgekauft. Ja, das finde ich geil. Es riecht halt wirklich nach Lehm. Es ist genau das, was es sein sollte, wahrscheinlich. Ich rieche den Lehm, ich rieche den Stahlkessel sogar oder den Kupferkessel, in dem das gebrannt wurde. Ja, ist geil. Also das zum Leeren für einen Sommerduft, mega. Bin ich nicht traurig drum, dass ich den Limiti jetzt in der Sammlung habe. Das ist schon Next Level hier alles. Mit dem Leder und so, schon schick. Und also ganz im Ernst, allein die Box und wie das hier alles schön gemacht ist, was kostet der? 75 $? Also allein das ist halt schon, ja, mein Gott, wenn da Leitungswasser drin wäre, wäre das immer noch schick. To be honest. Ja, doch, geil. Und Luwak wird animalischer vom ersten Ding. Ist gar nicht mehr so krass Kaffee. Gefällt mir. Und Verne Russo, diese kalte Rose kommt ein bisschen noch mehr durch. Auch geil. War and Peace hat noch diese dunkle Animalik, aber ich würde sagen, ist tatsächlich tragbar. Quai de Russie ist einfach ein richtig guter Duft. Ja, und Antiquity ist noch relativ frisch. Der hat sich jetzt noch nicht so viel getan, wobei mehr Leder durchkommt. Also ich glaube, da ist auch relativ viel Bibergeil und sowas mit drin. Ja, doch. Also die kann man alle sehr gut tragen tatsächlich, aber sind wieder alle eher in so eine Vintage-Richtung. Aber das ist man von Russian Adam ja durchaus gewöhnt. So, wir machen jetzt hier einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. 2 hours later. So, es ist jetzt ungefähr 2,5 Stunden später. Ich habe die Düfte auf der Haut und kann euch jetzt ein kleines Feedback geben, weil die Düfte kommen ja jetzt dann irgendwann doch noch mal als Single Bottle Release raus. Wo macht es vielleicht Sinn, Geld für auszugeben? Wo kann man sich das eventuell sparen? Was sind so die Sachen? Ja, keine Ahnung. So als kleine Beratung, als kleine Review ist das ganze Video hier gedacht. Ich fange mal mit meiner absoluten Überraschung an und das ist der Oud Luwak. Der Oud Luwak 2 in dem Fall natürlich, den finde ich richtig geil. Also, der ist richtig gut. Also, wer den ersten kennt
und einen Remake wirklich vom ersten erwartet, der wird hier bitter enttäuscht sein, weil der Kaffee ist nämlich gar nicht so präsent. Und das finde ich als Kaffee nicht so gerne Möger richtig geil. Der ist dunkel, der ist holzig, du hast viel mehr Oud. Es ist aber nicht so krass Barney. Du hast so dieses Fermentierte mit dabei. Ich finde den richtig, 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 richtig gut gelungen. Ja, also da absolut top. Also das Oud kommt geil durch, die Gewürze, der Kardamom, bisschen Zimt. Geil, sehr, sehr geil. Zum Inverno Rosso. Der ist nicht mehr ganz so milchig. Du hast super viele Blüten drinne, aber wirklich noch so eine kalte Rose. Der ist irgendwie aber trotzdem noch wachsig, so ein bisschen kuschelig. Ist nicht mein absoluter Favorit, aber, auch nicht der Duft, den ich am wenigsten mag. Ich ranke ganz zum Schluss ranke ich einfach noch mal alle Düfte. Das macht vielleicht am meisten Sinn. One Piece 3 ist, wie zu erwarten war, mein Favorit. Also, der ist viel tragbarer, finde ich, als der Zweier. Der ist nicht mehr ganz so brachial, hätte ich fast behauptet, aber das ist jetzt meine Einschätzung davon, weil ich ihn hier trage. Ich muss ihn mal im Fullwear tragen, um da wirklich was mit Substanz zu sagen zu können. Aber so vom ersten Eindruck her würde ich sagen, der ist super tragbar, der ist super schön. Der, also ja, absolut geil. Jeder, der unbedingt einen War and Peace haben möchte, hat jetzt eine Gelegenheit, sich einen zu holen. Der ist super rund, super schön geblendet. Einfach richtig, richtig, richtig geil. Queue de Russie 2 ist das, also, wie soll ich das sagen? Der ist so wenig Kür. Das ist der unlederigste Queue de Russie, den ich seit langer Zeit gerochen habe. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Also der ist sehr floral. Ist schon wirklich mehr Blumenbouquet in so einem Lederschuh vielleicht. Du hast natürlich das Leder dabei, du hast auch diese Aromatik, du hast diese Gewürze mit dabei, aber nichtsdestotrotz ist dieser Duft super krass blumig, hat so leichte Vintage-Anschläge dadurch, aber ey, ist einfach ein richtig, richtig guter Duft. Den kann man gut tragen, gefällt mir gut. Und jetzt zu meinem, ich nehme das jetzt schon mal vorab, zu meinem am wenigsten geliebten Duft aus dem Set soweit, ist der Antiquity 2. Ja, mittlerweile sind die Pfirsichaldehyde so ein bisschen verschwunden, aber trotz allem, irgendwie vielleicht muss ich den noch ein paar Mal tragen, um den Zugang zu dem zu finden, aber der, ja, ne, ist nicht so meins. Ich hatte vorhin auch mal kurz so die Assoziation von, ja, das riecht ein bisschen wirklich sehr nach Oma. Also, bisher würde ich sagen, ist das aus dem Set der schwächste für mich. So, da es jetzt nur auch schon ein paar Stunden her ist, zur finalen, Geschichte, der Limitier ist natürlich weg. So, das war aber mir schon klar, dass der nicht lange hält. Ja, also riecht gar nichts mehr. Ich mag das, was er tut, aber gerne. Und gerade für den Preis ist es cool. Kannst du zum Layern benutzen, um noch mal so ein bisschen eine aquatische, erdige Petrichor-Note einfach in Sachen reinzukriegen. Dafür ist der gemacht und dafür ist er gedacht und das macht er gut. So, mehr muss er nicht machen. Also, dass es kein Rose-Oud-Duft ist, der super komplex ist, sollte jedem bewusst sein, der sich den Limit hier anguckt. So, mein persönliches Ranking wäre jetzt wie folgt: Auf Platz 1 One Piece 3, auf Platz 2 der Oud Luwak 2, was mich richtig hart verwirrt. Auf einem dritten Platz, das immer noch sehr, sehr stark ist der Queue de Russie 2. Der gefällt mir echt gut. Auf Platz 4 wäre für mich der Inverno Rosso 2. Schöner Duft, aber irgendwas, ja, ich muss den noch mal mehr testen und mal mehr in unterschiedlichen Klimageschichten und wenn es unterschiedlich warm und feucht ist. Ich glaube, das macht bei dem Duft unwahrscheinlich viel aus. Und mein Least Favorite ist tatsächlich der Antiquity. Wie ja gerade schon angekündigt. Ich weiß nicht. Vielleicht kann das noch mal kippen. Ich habe alle Düfte auch gerade meinem Mann gezeigt. Der mag den Queue de Russie tatsächlich am liebsten. Dann den War and Peace. Crazy, ne? Also so tragbar sind die Düfte. Und dann den Oud Luwak. Das sind so seine 3 Favoriten. Und den Antiquity findet er auch ganz fürchterlich. Ja, also ich weiß nicht, hast du dir das Set gekauft? Dann deine Meinung und dein Ranking gerne einfach unten mal in die Kommentare. Und ansonsten, wenn jetzt Single Bottle Release endlich rauskommt und du noch am Überlegen warst, welchen Duft du dir kaufen möchtest, vielleicht konnte ich dir damit ja jetzt hier so eine kleine Hilfe sein.
Lass mich doch gerne wissen, was du dir im Single Bottle Release einfach holen möchtest. Ab damit in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns einfach das nächste Mal. Ich hoffe, das Video in der jetzigen Form ist für euch okay. Ich werde da jetzt nicht krass editieren, aber ich mache ein paar Overlays, weil ich das Unboxing schön gefilmt habe. Ich gucke mal, wann ich das jetzt hier online stelle. Es war so schnell wie möglich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Abend. Bis dann. Tschüss.